Wenn der Director eines Unternehmens während der Wiederherstellung nach einem Incident sagt, dass er nicht damit rechnet, dass sie nachher noch Kunden haben, dann muss da wirklich was schiefgegangen sein. Die Hacks der Woche mit Martin Hauenschmied. Herzlich willkommen zu den Hacks der Woche. Tja, das scheint wirklich ein Riesenincident zu sein. Gleich 2 dänische Unternehmen hat es erwischt, die, glaube ich, in irgendeiner Form zusammengehören, und zwar Azero Cloud und Cloud Nordic. Die wurden von einer bisher unbekannten Ransomware-Gruppe erwischt, und zwar richtig. Und zwar haben es die Akteure laut den Aussagen des Unternehmens geschafft, trotz Firewall und trotz Antivirus, wie das wohl geht, einen Server zu übernehmen. Wahrscheinlich die Standard Firewall und der AVG Free. Spaß. Auf jeden Fall wurde dann bei einer Servermigration anscheinend einer der betroffenen Server in ein Netzwerk gehängt, wo dann plötzlich Zugriff auf administrative Oberflächen, auf die Disks, wo Kundendaten liegen und auf die Backups bestand. Und Ransomware-Gruppen machen das, was Ransomware-Gruppen so tun. Sie jagen die Backups, verschlüsseln alles und erpressen dann. Bei den Kundendaten handelte es sich anscheinend um alles, was man irgendwie bei so einem Cloud-Hoster liegen haben kann. Also E-Mails, die Webseiten wahrscheinlich und hoffentlich nicht mehr viel mehr, weil das ist schon schlimm genug. Und es scheint nicht so, als könnten die das wiederherstellen. In einem Statement sagen sie, dass sie nicht zahlen können und auch nicht zahlen werden. Und bei der Wiederherstellung scheint es möglich zu sein, die Systeme selbst teilweise wiederherzustellen der Kunden, aber die Daten fehlen oder sind gänzlich korrumpiert. Das betrifft jetzt mehrere 100 Unternehmen in Dänemark. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe nicht am Radar, dass es meinen Hosting-Provider so schlimm erwischen könnte. Ich vermute da schon, dass der entsprechende Sicherheitsmaßnahmen trifft. Verifizieren kann ich es natürlich nicht. Und das ist das Problem irgendwie mit der Cloud. Wer öfter diese Videos sieht, weiß, dass ich eigentlich prinzipiell ein großer Fan davon bin, wenn man es denn richtig macht. Und da gibt es ein paar Glaubenssätze, die ich dir heute mitgeben möchte. Also sprich mir nach. Die Cloud sind nur die Computer von jemand anderem. Die sind nicht immuner gegen Sicherheitslücken, die sind nicht immuner gegen schlechte IT-Security und die sind auch nicht immun gegen Ransomware. Nummer 2, die Cloud ist nicht per Definition sicher. Ja, Hersteller wie Microsoft oder SaaS-Hersteller können viel schneller das Update für die gesamte Kundenbasis ausrollen, heißt nicht, dass das insgesamt dann plötzlich unangreifbar ist. Und in die Cloud zu gehen, verlagert das Risiko nur. Ja, es muss sich theoretisch der Cloud-Provider um die IT-Sicherheit zumindest dieser Systeme kümmern, aber das heißt nicht, dass nicht trotzdem ein sehr hohes Risiko theoretisch bestehen kann für dein Unternehmen. Wenn du davon abhängig bist, schnell E-Mails zu beantworten und nicht einfach mal eine Woche stehen kannst, dann ist das natürlich der Super-GAU. Für Ransomware-Gruppen sind Cloud-Provider natürlich auch ein sehr beliebtes Ziel. Sehr viele Kundendaten, ein riesen Blast-Radius, wenn man es schafft, das Unternehmen wirklich zu hacken, dementsprechend wahrscheinlich hohe Lösegeldforderung oder hohe Bereitschaft zu zahlen. Jetzt, wo ich dich hier habe, vergiss nicht, das Video zu liken, den Kanal zu subscriben und mir auf LinkedIn zu folgen. Danke sehr. Weiter geht's mit Ivanti. In meinem letzten Video, das jetzt schon 2 oder 3 Wochen her ist, habe ich gesagt, dass man mittelfristig von Ivanti weg sollte, weil die Sicherheitslücke, die ich damals behandelt habe, so wirkt, als wäre die systemisch, als wäre da in den Produkten noch mehr versteckt und ich habe prophezeit, dass wir da noch mehr von Ivanti hören werden. Heute ist es soweit, ich liebe es, wenn ich recht habe und ich hasse es gleichzeitig, wenn ich recht habe. Die Lücke von damals war relativ stupide, da gab es einen Endpunkt, wo man ohne Authentication einfach so Admin im entsprechenden Produkt war. Und die hier, schauen wir mal, ob die ähnlich ist. Die CVE 2023 38035 ist im Produkt Sentry. Und es gibt da schon einen Proof of Concept und schauen wir uns den einmal an, wie komplex diese Lücke denn ist. Tja, das ist wieder ein Proof of Concept, wo es genau einen Request braucht, um Admin zu sein. In diesem Fall sogar den Server gänzlich einfach als Root
zu übernehmen. Und wenn ich mir den Blogpost von Horizon 3 AI und den Proof of Concept ansehe, dann ist das wieder eine dieser Lücken, wo einfach so jeder User-Input unhinterfragt einfach so als Admin ausgeführt wird. Also die 9,8, glaube ich, CVSS-Score sind definitiv berechtigt. Das ist eine sehr, sehr kritische Lücke. Immerhin ist die Lücke nicht ganz so ultra offensichtlich, aber dennoch wieder ein Satz zum Mitschreiben. Wenn eine relativ stupide Lücke nur dann ausgenutzt werden kann, wenn eine nicht ganz so weit verbreitete Technologie, zum Beispiel hier Hessian RPC Calls, was auch immer das ist, irgendwas mit XML, wenn die stupide Lücke hinter so einer Technologie versteckt ist, dann ist das keine IT-Security, dann ist das immer noch eine stupide Lücke, die nicht passieren sollte. Aber dadurch, dass diese Lücke ja in einem Management-Interface ist, soll es ja jetzt eigentlich nicht wirklich ein Problem sein. Denn wer würde denn Management-Interfaces ins Internet hängen? Über 500 Unternehmen würden das, 113 davon in Deutschland. Weiß nicht, was ich da noch sagen soll. Die Lessons learned aus dieser Geschichte sind relativ easy. Erstens, das Update einspielen. Und zweitens, was macht das Ding im Internet? Macht das weg und dann solltet ihr sicher sein. In diesem Sinne, ich freue mich wieder da zu sein. Ich freue mich wieder Videos machen zu können. Wenn du einen Penetration-Test oder IT-Security-Beratung benötigst, dann melde dich unter martin@adversary.at oder nutzt den Buchungslink, der ist unter dem Video verlinkt. Unterstützen kannst du mich auf Patreon, auf Buy Me a Coffee und auf Seatshirt. Und noch einmal, vergiss nicht das Video zu liken, den Kanal zu subscriben und mir auf LinkedIn zu folgen. Schon langsam kann ich das wirklich schnell. Bis nächste Woche.